Willkommen, Freunde. Ich bin gerade beim Durchstöbern von YouTube auf was ganz Interessantes gekommen, nämlich eine CDF-Reportage oder ein Artikel. Was ist das Internet? Was ist das Internet? Ich bin mal gespannt, also wie sie das Internet damals beschrieben haben. Also da war das ja noch was ganz Neues. Ich bin echt gespannt darauf. Uns heute schon mal beschäftigen. Dazu haben wir einen Gast eingeladen. Christian Spannig tritt Morgen. heran. Guten Morgen. Unser Computerexperte im Morgenmagazin. Ganz einfache Frage zunächst mal. Erklär mal ungefähr, was ist denn Internet überhaupt? Eine Frage, die man sich halt gar nicht vorstellen kann, ne? Was ist das Internet? Das klingt so selbstverständlich, jeder weiß, was das Internet ist, aber das hier 1996 ist gar nicht so lange her. Also 20, wie viel? 24, 25 Jahre? Was ist das Internet? Also ganz einfache Antwort ist bestimmt erwünscht. Das Internet ist im Prinzip ein Verbund von Rechnern weltweit. Angeschlossen sind circa, schätzt man, 40 Millionen Anwender, die miteinander über dieses Computernetzwerk kommunizieren können. Man kann sich das vorstellen wie ein Telefonnetzwerk. Da gibt es überall kleine Anschlüsse, nämlich die Telefone, und die Leute können miteinander telefonieren. Nur Internet kann teilweise etwas günstiger sein als Telefon, gerade erst seit 1.1.96 besonders. Ja, damals wurde es halt nur zum Telefonieren benutzt. Das ist richtig. Ein Telefon braucht man auch, aber vor allen Dingen braucht man einen PC. Was braucht man denn Okay. noch dazu, um ins Internet reinzukommen? Was die Hardware betrifft, braucht man einen Computer, man braucht Boah, der Laptop, ich schaue das mal an. sowas hier Wie fett das. gibt es in verschiedensten Formen. Ein Modem, das Gerät, Ach mit dem ich den krass. Ganz ehrlich, also das Modem finde ich sogar noch sehr, sehr handlich. Ich hatte damals auch eins, das war riesig gefühlt. Das war riesig, das hat immer so komische Geräusche gemacht. Also wenn du ins Internet wolltest, hat es immer so. Ganz ehrlich, für so eine ganz normale Internetseite, weiß nicht, damals bin ich ins Internet gegangen, um Dragon Ball Bilder oder irgendwie sowas anzuschauen. Also Dragon Ball, was war es, Naruto oder sowas, diese ganzen Bilder anzuschauen. Damals war das geil, sowas einfach im Internet zu sehen. Ganz normale Bilder, so die man jetzt so random irgendwo als Hintergrund immer hat. War damals voll das Highlight, wenn man ins Internet gegangen ist und dann irgendeine Seite aufgemacht hat und da einfach so 3 neue Dragon Ball Bilder waren, die nicht in der Serie vorkamen. Boah, das war so mega und dachte, was? Aber um diese eine Seite aufzumachen, hast du teilweise ein paar Minuten gebraucht. Das hat halt immer so ganz komische Geräusche auch immer gemacht, so. Und dann irgendwann nach 2, 3, 4, 5 Minuten konntest du dann die Seite anschauen, da waren irgendwie so 5 Bilder und dafür hast du dann 5 Minuten gewartet und, keine Ahnung, gefühlt 15 € hat es gekostet, darum auf die Seite zu kommen wegen der, Computer ans Internetrechnung. Telefonnetz anschließe, und ich brauche irgendwie so ein Telefonkabel, mit dem ich dann schließlich und endlich das Ganze Hat sich miteinander kaum was verbinde, geändert vom und dann System wähle her. ich mich in eine Nummer ein und dann kann ich eigentlich auch schon loslegen. Heutzutage brauchen wir auch 'n Modem, das Telefonkabel und dann, also, was das angeht, okay, wir haben jetzt das Kabelinternet, das kam dazu. Ein Internetprovider, also jemand, der einem einen Zugang zum Internet bietet, den brauche ich auch noch, damit ich überhaupt rein kann ins Netz, und dann kann ich mich darin tummeln. Würde es denn sich jetzt für mich lohnen, mir Zugang zum Internet zu verschaffen? Was findet man denn da überhaupt So eine drin? Entscheidung würde ich dir nicht abnehmen wollen, aber ich kann dir mal zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Um genauer zu sein, der Ralf Benz von unserer Redaktion hat da ein paar Bilder zusammengestellt, die wir uns mal vielleicht kurz angucken. Oh, ganz groß. E-Mails. Wow. Ne, aber ganz ehrlich, damals war das bestimmt 'n Mega-Thema. Also, ganz ehrlich, wenn du 'ne E-Mail verschicken kannst einfach, du musst nicht mehr 'n Brief E-Mail abschicken. ist eine der Sachen, die es im Internet gibt. Das ist die Möglichkeit, persönliche Briefe per Computer und Leitung dann auszutauschen. Das geht erstens schnell und ist zweitens preiswerter als ein Fax oder ein Brief. Zum Beispiel Okay, Fax gab's, ne? Newsgroups wird häufig diskutiert. Das sind derzeit über 20.000 Diskussionsforen, wo Leute hingehen und diskutieren, Daten austauschen. Ach krass. Also, Foren waren auch einer der ersten Sachen, die es so gab im Internet. Krass. Ich dachte eher, dass es so mit der Zeit kam und sowas, aber das war ja direkt dann zum Start vom Internet? Informationen durch die Gegend schicken. Das World Wide Web ist der bekannteste Begriff. Das sind diese bunten Bilder, die man immer so sieht, die einem helfen, durchs Netz zu kommen. Da kann man dann drin shoppen. Man ist in der Lage, zum Beispiel ein Was? Tauchparadies per PC zu erkunden. Man kann eine Reise buchen über das Internet. Man kann auch bei seinem Lieblingsverein zum Beispiel Grüß Gott sagen, was in dem Fall angebracht wäre. Man kann sich auch Informationen zum Thema Fernsehen holen, aber nicht nur von amerikanischen Sendern, sondern auch Dreisat und zum Beispiel das ZDF sind mittlerweile über das Aber krass, also tatsächlich, konnte man da mehr, als ich gedacht hätte jetzt. Internet zu erreichen. Uns heute Also, tatsächlich habe ich jetzt gedacht, dass man also, ich hätte nicht gedacht, dass man da so viel konnte damals direkt zum Start vom Internet oder so. Ich weiß jetzt nicht, wann der Start war. Ich habe mich jetzt da nicht informiert. Ich habe das Video gesehen, dachte mir, ich schaue es mir an. Aber krass, also Foren gab es gleich am Start und Internet-Shopping?
Also ganz ehrlich, so groß war das, aber es hat aber echt lange gedauert, bis es groß war. Ich weiß nicht, wann es. Boah, ich glaube, online geshoppt hat man ja kaum was. Ich glaube, 10 oder noch länger als 10 Jahre hat es gedauert, bis man von dort irgendwie vernünftig geshoppt hat. Krass, wie groß das ganze Ding geworden ist, ne? Aber war mal interessant zu sehen. Danke, Freunde, fürs Einschalten. Wie gesagt, wie immer, über ein Like, über ein Abo würde ich mich freuen. Ich streame mal auf Twitch, dienstags, donnerstags, sonntags. Link dazu unten in der Beschreibung. Schaut doch mal rein. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, Freunde.